So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen neuen Statusbericht. Ja, auch in Bayern sind demnächst die Pfingstferien vorbei, beziehungsweise eigentlich sind sie ja quasi schon vorbei. Aber Lilly und ich waren wirklich sehr fleißig und haben den Großteil auch davon der Eisenbahn gewidmet, der Modelleisenbahn, weil wir haben sie mal kräftig abgestaubt. Ja, und sauber gemacht natürlich. Und da wollen wir euch mal diesmal mitnehmen, weil die Anlage wird jetzt auch demnächst dann 6 Jahre alt und so einen Großputz haben wir bisher wirklich eigentlich noch nicht gemacht. Sind wir ganz ehrlich, gehört auch nicht zu meinen Lieblingsthemen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber deswegen haben wir die Gelegenheit beim Schopfe genommen und mal jetzt hier wirklich sauber gemacht und da wollten wir euch wirklich mal mitnehmen. Und dabei ist es auch nicht geblieben. Wir haben dann voller Euphorie, weil wir gerade dabei waren, wirklich dann auch noch weiter gesäubert und geordnet, nämlich die verschiedenen Räume. Also wir haben da wirklich die Schränke mal genau geordnet, ausgemistet, weggeschmissen, auch Sachen, die man nicht mehr braucht und auch mal die Schränke umgestellt, einfach um mehr Ordnung und mehr Platz zu bekommen. Deswegen, da nehmen wir euch ebenso mit, was da so passiert ist. Und auch dabei ist es nicht geblieben. Generell in den Ferien ist wirklich viel passiert, nämlich zum Beispiel die Zeitung war da, also O-Netz war da und hat einen super Artikel über die Anlage und über den YouTube-Kanal hier geschrieben. Hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze begleiten zu dürfen und einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie sowas überhaupt funktioniert. Deswegen echt, ist ein super Artikel geworden, hat mir wirklich, genau, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und auch so gab es jetzt einige Themen. Also ich bin jetzt auf dem Neubauteil fleißig am Pflänzchen pflanzen, also am Bäumchen setzen. Dann auch mit der Lilly zusammen habe ich das K-System weiter ausgebaut. Also wir haben weitere Komponenten eingebaut. Und da hat sie mich auf jeden Fall sehr gut unterstützt. Und auch arbeite ich mich in einen neuen Decoder ein, der jetzt auch auf dem Neubauteil verbaut wird. Also auch ein paar mehr dann nachher. Und auch so ein Schema Scripting in Rockrail, dass wir noch weiter Automatisierung auch hier vorantreiben können, auch Sachen machen können oder einfacher gestalten können, die vielleicht sonst so nicht möglich sind oder eher schwerer möglich sind. Also ihr seht, es ist eine Hülle und Fülle an Themen. Aber ich rede schon zu viel. Heute soll es um das Thema sauber machen und Ordnung schaffen gehen. Und wie gewohnt zeige ich euch noch, was ich für Wagen von den einschlägigen Gebrauchtmarktseiten erworben habe. Und ich würde sagen, los geht's und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, und wir starten direkt mit den gebrauchten Wagen, die ich auf den einschlägigen Gebrauchtmarktseiten erworben habe. Nämlich der erste Kandidat, ein Lux Gleisstaubsaugerwagen. Sehr passend zum Thema heute sauber machen, würde ich sagen. Das ist die Variante mit Mabuchi-Motor. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, beim letzten Mal haben wir nämlich schon einen Lux Gleisstaubsaugerwagen umgebaut. Und zwar digitaltauglich umgebaut. Nämlich die Variante mit Faulhabermotor. Das ist jetzt die Variante mit Mabuchi-Motor. Und wenn ihr den Umbau nochmal sehen wollt, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht angeguckt haben, ich verlinke euch das gerne oben rechts. Echt ein cooler Umbau geworden, ist auch nicht teuer und das müssen wir mit dem auf jeden Fall auch nochmal machen, weil der ist genauso auch analog oder für den Analogbetrieb gedacht. Aber ich habe den sehr günstig gekriegt, weil der ist zwar optisch fast neuwertig, kann man dazu sagen, aber hier ist darunter der Masseabgriff und der ist defekt. Also der muss wieder neu gerichtet werden. Von dem her aber, da so ein Wagen umgebaut wird, beziehungsweise bei mir mit stromführenden Kupplungen, braucht man auch dann gar keinen Schleifer, gar keinen Masseabgriff hier. Der bekommt er dann eben über die stromführende Kupplung. Deswegen, da habe ich nicht Nein gesagt bei einem sehr guten Preis und deswegen top. Ja, und dann noch einen Schiebeplanwagen gefunden von Märklin mit der Nummer 47104. Kann man immer gebrauchen, würde ich sagen, hier in der Railion Logistics Variante. Also von dem her könnte man ja fast unseren Schiebeplanwagen Zug erweitern, oder? Wenn da nicht das Ende vom Gleis wäre. Aber für später gar kein Thema. Und das gleiche in der DB Schenker Variante, das gleiche in Rot mit der Nummer 47105, auch von Märklin. Cooler Wagen, wie gesagt, man kann immer gebrauchen, solche Sachen, oder? Würde ich sagen. Und weiter geht's mit dem Saubermachen-Thema. So, jetzt geht's darum, wir müssen mal ein bisschen die Anlage auf Vordermann bringen, weil so richtig sauber machen macht man eigentlich eher immer nur die Schienen, zumindest mal absaugen etc. Der Rest bleibt dann oft einfach staubig und da man natürlich auch in dem Raum arbeitet, fällt eben der Staub gerne auf die verschiedenen Flächen und deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit den Zügen, wobei den Zug haben wir hier neu, den brauchen wir gar nicht, aber ihr seht da hinten zum Teil die Lok. Die sieht schon ein bisschen aus. Und da habe ich jetzt einfach mal so einen Swiffer mitgenommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Weil der hebt dann die ganzen Sachen. Da muss ich nicht die ganze Zeit mit dem Staubsauger nochmal mit dran. Das ist dann auch fürs Video sehr, sehr laut. Und dann kann ich das einfach nachher beim Fenster ausschütteln. Und die Lok hat jetzt auch hier kein... Aber es sieht doch gleich ein bisschen besser aus. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht an den Dingern hängen bleib. Ja, das geht gut.
glaube, hier sieht man es auch ganz gut, nämlich, jetzt schauen wir mal. Oder man sieht das ganz gut. Jetzt machen wir nochmal hier. Das ist mit der Kamera nicht immer ganz so einfach, Staub einzufangen, aber es ist doch jetzt so viel geworden. Also mit dem Swiffer, glaube ich, kann man es ganz gut machen. Und den werde ich dann nachher auch ausschütteln. Ich mache jetzt noch die restlichen Waggondächer und die Loks. Und dann würde ich sagen, ach, gehen wir weiter zu den Häuserdächern. So, und nachdem wir die ganzen Züge erstmal sauber gemacht haben, würde ich sagen, machen wir mal die Dächer. Und ich habe jetzt mal einfach gesagt, jetzt fange ich direkt vorne am ersten Bahnsteigdach an. Und ich hoffe, man sieht es. Das Handy macht ein bisschen Schatten. Aber vielleicht hilft es ja auch, glaube ich, ganz gut, wenn ich das jetzt hier vorsichtig mache. Aber ich glaube, das passt doch, oder? Das muss ja nicht ganz rein sein, darum geht es ja gar nicht, aber einfach mal so ein bisschen Staub wegnehmen. Ich glaube, kann man gut machen. Und der Lokschuppen, der sieht doch auch noch sehr staubig aus. Ich weiß nicht, ob der über den ganzen Jahren überhaupt mal groß sauber gemacht worden ist. Ja, sieht zumindest ein bisschen besser aus. Ganz bekommt man es nicht weg, weil es in diesen Rillen, da sind überall Rillen oben auf dem Dach. Das ist ein bisschen schwieriger. Da könnte man natürlich jetzt noch mal fein säuberlicher machen. Würde ich jetzt aber erstmal lassen. Mir geht es eher um den Staub, der dann auch so umherfliegt. Aber jetzt die ganzen Oberlichter, die sind jetzt wirklich um einiges sauberer. Und ich würde sagen, da hinten seht ihr auch schon, sind so ein paar Kandidaten. Ich mache die jetzt noch ein bisschen und ich würde sagen, dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Ja, und wenn wir nochmal kurz ein paar, ich sag mal, anspruchsvollere Dächer hernehmen, die Lilly ist gerade neben mir, die hilft nämlich dann noch mit einem Mikrofasertuch, dass man dann nämlich dann zwischen die Dachflächen hinkommt, ohne was abzubrechen. Mhm. Muss man ganz, ganz vorsichtig. Da sitzen auch hier überall Vögel drauf. Da hat sie natürlich ein Händchen für. Aber hier, da habe ich halt auch Angst, weil die Dinger da, die brechen das ganz schnell ab. Ja, ich habe vorher nämlich schon bewiesen, ich habe nämlich schon eine Antenne abgebrochen. Also von dem her, da ist es dann besser, wenn man nicht den Zwiffer hernimmt, sondern dann wirklich mit dem Mikrofasertuch. Genau, aber auch ganz vorsichtig. Ja, glaub. Mehr würde ich fast nicht machen, weil sonst... Passt, super. Ja. Beziehungsweise hier ist noch ein bisschen. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Und weiter geht's. Da kommt der Perfektionismus dann. Und Autos dürfen natürlich auch nicht fehlen, die müssen auch gesäubert werden. Sehr gut. Und da wir jetzt mit dem Abstauben fertig sind, würde ich wieder das Mikrofasertuch nehmen und kann da jetzt eben die Schienen sauber machen. Und man sieht auch schon gleich, da kommt schon einiges raus. So, jetzt habe ich die Gleise alle nochmal abgewischt mit dem Mikrofasertuch und schaut mal, da kommt echt einiges an Schmutz hier zum Vorschein. Also ich glaube, das hat sich gelohnt. Und auch vom Swiffer
Sieht man, da hängen sogar so ein bisschen Baumsachen drin, aber der ist auch nicht mehr weiß. Also das sieht man auch, da ist wirklich auch ein bisschen Staub drin und Schmutz. Und als letzter Teil würde ich sagen, würde ich nochmal alles absaugen, eben vor allen Dingen die ganze K-Systemstrecke und auch ein bisschen die Gleise. Und ich glaube, dann sind wir fertig. So, und der Polizist ist ein bisschen, ihr seht's, wackelig. Noch ein bisschen was abstreifen. Ja. Und dann, ich habe schon mal Kleber drauf getan. Hier die Antenne, die ich vorhin abgerissen habe. Ja, passt. Und dann lag einfach die ganze Zeit hier so das Geländer rum mit den 2 Wanderern. Und ich würde sagen, da tun wir jetzt unten ein bisschen Sekundenkleber drauf. Und dann hält es wieder, oder? Passt. Ja, und Lene und ich waren auch hier im Nebenraum fleißig, weil ihr seht, hier hinten ist die Anlage, hier sind die Übergänge, sozusagen jetzt zu dem großen Raum und haben jetzt hier mal wirklich die Schränke weggestellt. Ihr seht noch die Abdrücke und einfach mal Platz geschaffen, damit wir mal spaßeshalber, oder vielmehr das macht dann eher ich, einfach mal, wenn ich mal Lust habe, mal einfach das Neue zu planen. Macht ja auch Spaß. Wobei, es soll jetzt nicht so viel Zeit damit sozusagen vergehen mit dem neuen Plan, weil wir haben noch einiges zu tun, eben drüben im anderen Raum, muss man dazu sagen. Es wird dann leider auch nicht Juni oder Juli werden, bis der Anlagenteil fertiggestellt wird, sondern eher geht's Richtung Herbst oder vielleicht auch Winter. Aber ich würde schon gerne im Winter auf jeden Fall spätestens hier mit dem Rohbau anfangen. Und dazu muss man einfach schon ein bisschen planen, damit man weiß, wie eben die Anlage aussieht, auch erstmal welche Formen und auch wie dann der mögliche Gleisverlauf ist. Wenn es dann ein Update gibt, werde ich euch natürlich auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten und euch da auch ein Update geben. Aber erstmal hier frei gemacht, damit man sich einfach wirklich inspirieren lassen kann von der Fläche eben. Ja, und auch hier seht ihr, sind jetzt die ganzen Schränke hinten rechts quasi vom Raum. Einfach, dass wir Platz haben eben für den neuen Anlagenteil. Und ja, mal gucken, was ich da noch wegschmeißen kann vielleicht, aber einfach mal ein bisschen geordnet. Haben sogar noch Platz, wie ihr seht. Auch der Schrank ist leer. Da muss ich auch noch schauen, was ich da reintun kann. Aber ich habe hier jede Menge Sachen noch, auch in der Mitte. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, das kennt ihr ja, da ist es noch ein bisschen, da ist noch der Haufen, der muss noch geordnet werden. Das muss ich dazu sagen. Aber einfach, dass man mal so ein bisschen die Möbel umgestellt hat und einfach mal weiß, wo man Platz hat. Und das Zeug wird ja eh gerade auch verbaut. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir oder wie man das Ganze dann ordnet. Ja, und dann auch im kleinen pinken Raum, also pink, ihr seht zumindest teilweise, da ist ja die Lilly auch, da hat die ihren Schreibtisch und bastelt da fleißig, da hat sich auch noch ein bisschen was getan, weil wir haben nämlich hier ein bisschen aufgeräumt und dann auch den weißen Schrank von drüben vom großen Eisenbahnzimmer, da wo jetzt ja der nächste Anlagenteil dann auch entsteht, haben wir jetzt mal hier rüber getan, weil der passt nämlich sehr, sehr gut. Wir wissen noch nicht, was wir da reintun, aber ich glaube, Platz kann man erstmal immer gebrauchen und Sachen zum Einräumen, habt ihr gesehen, haben wir auch jede Menge. Und dann eine kleine Inspirationsecke geschaffen mit den ganzen Zeitschriften und Kataloge und auch Bücher, die wir haben. Weil die standen immer am Schreibtisch umher und hat man immer wieder zur Seite getan, wenn man einen Platz gebraucht hat. Und deswegen mit so Zeitschriften sammeln, dann sieht das Ganze wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Und auch den Umzugskarton, den ihr vielleicht kennt, den ich immer unter der Anlage hatte, den habe ich auch entsorgt. Und jetzt hier so stapelbare Mülleimer gekauft, deswegen, das sieht jetzt wirklich sauber aus. Ja, und im Nachbarraum, ihr seht, wir waren vorher hier in dem anderen Raum, da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Wir haben nämlich einen neuen alten Schreibtisch, da einfach mal das ganze Werkzeug geordnet, auch das ganze Holz, die ganzen Holzreste, die wir hatten. Deswegen, das passt doch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz gut. Und die kann man auf jeden Fall nochmal wiederverwenden. Weil wir haben auch ganz, ganz viel aufgeräumt, beziehungsweise ganz viel weggeschmissen, viel gesaugt alles. Deswegen, da kann man auf jeden Fall wieder schön Holzarbeiten machen, wenn es dann mit dem neuen Anlagenteil im nächsten Raum geht. Ja, da waren Lilly und ich wirklich fleißig, aber es hat sich auch gelohnt, oder? Weil was da an Schmutz rausgekommen ist, eieieiei. Und auch das Umräumen oder Aufräumen hat sich gelohnt, weil auf der einen Seite haben wir auch wirklich in den Schränken jetzt Platz, deswegen da kann ich mich nochmal gesondert hinsetzen und Sachen einräumen, gerade die noch auf dem Boden sind oder auch auf den Schreibtischen noch liegen, ist ja noch nicht hundertprozentig, muss man auch dazu sagen.
Aber vor allen Dingen, wo ich mich darüber freue, dass wir Platz gewonnen haben, jetzt schon für die Planung für den neuen Anlagenteil im neuen Raum. Weil da jetzt hin und wieder, wenn man mal abends Zeit hat oder auch Lust hat, sich an den Laptop zu setzen und schön mit der Planung beginnen, das ist eine schöne Sache, da freue ich mich wirklich. Einen groben Plan habe ich auch schon, aber das alles zur gegebenen Zeit. Jetzt, weil wir ja alles schön sauber gemacht haben, das reicht jetzt auch für eine gewisse Zeit, würde ich mal sagen, kann ich jetzt frohen Mutes am Neubauteil gemütlich meine Bäumchen pflanzen. Genau das mache ich jetzt auch und wünsche euch aber an der Stelle erstmal einen wunderschönen Moba-Sonntag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!